Modern Talking schrieb er Musik und, oh ja, Modegeschichte. Zum 40-jährigen Jubiläum holt er den Sound zurück mit Neuaufnahmen und sich selbst mit KI. Um 40 Jahre verjüngt. Herzlich willkommen, Poplegende Thomas Anders. Eskalation. Ja, ich merke schon, also da sind offenkundig ein paar Mitgereiste. Auf der Zeitstrecke auf jeden Fall. Ja. Bist du, dieser Tage war ja unglaublich viel los. Ne? In Köln muss man das niemandem erklären. Hast du eigentlich damit irgendetwas zu tun, frage ich mich, dass du irgendwo gesagt hast, pass mal auf, hier ist irgendwie Stimmung überall, da muss ich dabei sein. Machst du sowas? Du meinst Karneval? Ja, Machst du sowas? Ja. So, diese Distanz in der Frage. Ne? Ja. Also sagen wir so, wir feiern wirklich Rosenmontag, das ist eine Tradition bei uns zu Hause, immer mit unseren Freunden. Aber ich gehe nicht raus. Ja. Ich sage mir also, wenn ich rausgehe, dann brauche ich so ein Ganzkörperkostüm, weil nicht, dass ich Angst davor habe, erkannt zu werden, aber es ist doch manchmal etwas Alkohol im Spiel. Ist richtig. Und dann werde ich nur fotografiert und die Leute wollen dann noch was und man will einfach dann ein bisschen zu viel. Und ich bin dann, ich habe überhaupt nichts gegen Karneval, ich finde Karneval super. Jetzt musst du natürlich sehr vorsichtig sein. Ne? Ich bin in Köln, ich weiß nicht, aber ganz ehrlich, ich war früher sowieso auf dem Wagen. Also als Jugendlicher stand ich auf dem Wagen und habe da richtig mitgemacht, Rosenmontag. Aber es ist in der Tat für mich dann ein bisschen beschwerlich. Bist du denn auch so ein Umarmungsprominenter, wo dann, also wenn die Leute sich dann so ein bisschen Mut angetrunken haben, dich dann eher in den, also es gibt ja manche, so die Kategorie Harald Schmidt, da stellt man einen Antrag, bevor man irgendwie ein Foto macht, und dann gibt es ja manche, die werden dann einfach direkt so umarmt, weil man sich auch so lange kennt. Na, so direkt nicht. Also die Leute sind schon, die haben schon eine gewisse Distanz. Aber ich habe manchmal das Gefühl, ich bin so jemand, der unglaubliche Geschichten in den Leuten entwickelt. Also jetzt kam irgendwann vor einem halben Jahr jemand zu mir und sagt, er möchte sich bei mir bedanken, weil er fährt meinen alten Porsche noch, Ach ja? den er irgendwann vor 20 Jahren gekauft hat. Ich musste dazu sagen, ich fuhr nie Porsche. So, und dann habe ich gesagt, ach, das finde ich aber schön, dass Sie den fahren. Und dann sagte meine Frau, warum sagtest du dem nicht, dass du nie Porsche gefahren bist? Ich sage, dann wäre ich jetzt noch am Erzählen. Ja, ich lasse den in seinem Glauben. Das ist richtig. Und der Mann ist happy. Der meint heute noch, vielleicht jetzt nicht mehr, aber heute mal. Das ist gefährlich. Ja, der hat das, ja genau. Jetzt ist natürlich, das stimmt. Ja. Ich fuhr zweimal Porsche. Ja. Jetzt ist natürlich just in diesem Moment der Wiederverkaufswert des Autos um 8.000 € gesunken. Ja, sorry. Ja, also aber du hast natürlich völlig recht, und das ist ja auch Teil der Popkultur, dass man den Leuten ihre Geschichten ja auch lässt. Gerade wenn man so lange Teil der Popkultur ist, was natürlich die moderative Brücke ist zu dem, womit du dich in den letzten Monaten, sogar ja schon Jahren beschäftigt hast. Also Modern Talking, 40-jähriges Jubiläum. Da hätte man jetzt einfach auch nur ein bisschen, da zündet man eine Wunderkerze an und sagt, schön, so leicht hast du es dir nicht gemacht. Nee, das wollte ich auch nicht. Wobei ich sagen muss, die Grundidee kam von meinem Produzenten, weil er sagte, 40 Jahre Modern Talking. Es gab, nach 20 Jahren Modern Talking gab es ein Best-of oder mehrere Best-of. Dann gab es nach 30 Jahren. Und man muss immer wieder auch ganz klar sagen, wenn man so das 20-Jährige feiert, man weiß ja gar nicht, ob man beim 30-Jährigen noch angesagt ist. Ja? So, beim 30-Jährigen sagten wir, naja, wer weiß, was kommt. Aber jetzt kam das 40-Jährige. Und die Grundidee war, dass wir sagten, ich nehme das allererste Album von Modern Talking, The First Album, nehme ich ganz neu auf. Ja. Es wird ganz neu produziert, es wird komplett neu eingesungen. Und der Zeitgeist von der Musik hat sich auch ein bisschen geändert in 40 Jahren. Aber wir haben trotzdem diese ikonischen Sounds, die man kennt nun von Your My Heart, Your My Soul oder von Cherry Lady, die haben wir genau exakt nachproduziert, dass man den musikalischen Touch der Jetztzeit hat. Ja. Aber ist durch diese Sounds trotzdem in den 80ern. Was ist der musikalische Touch der Jetztzeit? Ist es mehr Bässe? Ist es ein bisschen, wie man so schön sagt, schneller? Es ist schneller? Schneller als in den 80ern. Ja. Man hat andere Drum-Sounds, also Schlagzeug-Sounds. Man hat insgesamt andere Sounds, die man macht. Die Gitarren sind ein bisschen anders als früher. Ja. Aber wir erinnern uns alle an dieses Keyboard, Piano-Keyboard von Your My Heart, Your My Soul. Natürlich. Dum, dum, dum. Also das, Genau, und das ist nachgebaut und das ist in diesen Songs drin. Also wir werden jetzt mal einen kleinen Blick noch mal in das Övre und auf das Övre werfen. Das ist im öffentlich-rechtlichen Rundfunk gerade ganz wichtig. Es werden teilweise KI-Momente drin vorkommen. Nur, dass wir es mal gesagt haben.
So. Das Letzte, was wir gesehen haben, ist der Einsatz von KI. Also der Thomas Anders der Jetztzeit fährt einen jungen, attraktiven Mann, chauffiert ihn durch die Wüste. Wie ist es zu diesen Bildern gekommen? Also das war nun ein Model, das wir gecastet hatten. Und es ging darum, dass halt eben die Haare so ähnlich waren, wie ich sie damals in den 80ern trug. Und man hat auch die Garderobe nachgeschneidert, die ich damals auch zum Teil anhatte. Und dann wurde im Grunde, also dieses Model hat auch mitgesungen. Und ich habe aber auch noch mal das extra gesungen. Und man hat halt eben mein Gesicht mit der KI in das Gesicht dieses Models reingeschnitten. Das dann daran erinnert, dass ich auch mal 40 Jahre jünger war. Das ist, du hast dich hervorragend gehalten. Thomas, du bist ein attraktiver Mann. Aber wir müssen sagen, es war schon ein ikonischer Look, den du damals hattest. Ja, ne? Ja, das stimmt. Du hast dich, wir greifen mal kurz vor, du hast dich dann irgendwann, also du hast nach dem Ende, was ist denn? Das Bild ist einfach so sensationell. Oh ja, also das ist vor allen Dingen links, habe ich gesehen, bei Dieter Bohlen, Männerschicksal, Trichterbrust, sehe ich da gerade. Also was ist da, warum hat, also wir schielen ja immer sehr stark auf dich und deine Frisur, aber das, was dein ehemaliger Partner da getragen hat, ist aber auch schon spektakulär, muss man sagen. Also in Sachen Outfit hat er auch einiges zu bieten gehabt. Soll ich mich jetzt dazu äußern? Ja, selbstverständlich. Hat Dieter eigentlich, also wir müssen ja auch über Dieter Bohlen sprechen, müssen wir nicht, aber das macht ja Spaß. Hat er eigentlich damals dann über deinen Look auch gelästert? Hat er gesagt, was kommst du da mit den Haaren oder so lang? Und wie sieht das denn aus? Nein, das hat er nicht. Er hat immer nur gesagt, du musst für deine Sachen bezahlen, ich krieg sie geschenkt. Ah ja. Ja, ach, das stimmt. Ja, Dieter Bohlen ist ja bekannt dafür, dass er, also glaube ich, das letzte Mal in den 70ern selber etwas bezahlt hat. Und insofern ist ihm das natürlich... die Haare, nach dem Ende von Modern Talking hast du ja buchstäblich einen Schnitt gemacht. Und wir sind ja eine Sendung mit regionalem Bezug. Ich hörte, du hast also hier in Köln dich in die Hände eines Friseurs begeben. Genau. Ja. Wie schwer ist es gefallen? Mir nicht, über den Friseur. Ja? Ja, also ich hatte einen Friseur damals in Koblenz, ich komme nur aus Koblenz, der hat sich geweigert, der hat gesagt, ich schneide die Haare nicht ab. Aber ich wollte sie einfach kürzer haben und bin dann halt eben zu einem Kölner Friseur. Und das war, glaube ich, der längste Friseurbesuch meines Lebens. Das dauerte über 3 Stunden. Wow. Weil er hat immer nur so 3 Zentimeter. Ich sagte, nein, mehr. Okay, dann nochmal. Und am Ende waren sie dann, glaube ich, 20 Zentimeter kürzer. Ja. Und ich habe mich sauber gefühlt. Ich fand das klasse. Aber hatte der Friseur, also der in Koblenz vor allen Dingen, Vorbehalte, sich am Weltkulturerbe zu vergreifen? Was hat es damit auf sich? Nein, er hat danach ein Jahr nicht mehr mit mir gesprochen. Wirklich? Weil er einfach sagte, dass, du hast so tolle Haare und ich schneide mal nicht. Ja, aber ich meine, Haare sind zum Schneiden da. Ja, eben. Ja, vor allen Dingen ist die ja wachsen doch wieder nach. Ja, nicht eben. bei allen, aber... Ja, also du hast ja da, was das angeht, also du hast ja ein gewisses Follikelglück, muss man sagen. Ja. Ne? Ist auch nicht so schlecht. Wir kommen mal zurück zu dem, was gerade in den letzten Monaten dich beschäftigt hat. Also entschuldige bitte, wenn ich falsch liege, aber du hast die ersten 6 Modern Talking-Alben dir noch mal vorgenommen? Ja. Ich möchte da ganz ehrlich sein, ich war ein wenig überrascht, dass es die ersten 6 Modern Talking-Alben gibt. Ich wusste es nicht. Ich dachte, 6 Alben? Wo kommen denn die 6 Alben her? Es gibt insgesamt 13. Und wann sind die denn alle entstanden? Thomas, frage ich dich. Indem man einsingt. Das ist ja unglaublich. Ja, weil gefühlt, also ihr habt schon eine Menge Hits. Ja, ist nicht so, dass ich so tun wollte, als gäbe es nur Cherry Cherry Lady. Aber 6 Alben ist ja schon... Das war ja nur in den 80ern. Ich Ja. habe nur die 80er Das ist ja unglaublich. Da müsst ihr ja wie irre produziert haben in der Zeit. Ja. Ja, wirklich. Ja. Wir haben wie irre produziert und wir haben es komplett unterschätzt, weil die Idee war, dass wir in dem Jubiläumsjahr, in dem Geburtstagsjahr, 40 Jahre Modern Talking, alle 6 bis 8 Wochen ein Album veröffentlichen, das richtig durchfeiern. Ja. Wir haben aber diese Dynamik etwas unterschätzt, weil man muss das ja auch promoten. Und es war tatsächlich so, dass ich manchmal, also im Sommer, letzten Sommer war ich lost. Ich wusste nicht mehr, welches Album kommt denn jetzt? Welches Album? Also du warst mittendrin? Ich war mittendrin. Ja. Also da war, glaube ich, Album Nummer... Ich war durcheinander zwischen Album 3 und 4. Und ich wusste gar nicht mehr, was wo irgendwo war. Und ich musste mich echt konzentrieren, wenn ich promotet habe, bei Interviews und sowas. Das ist jetzt das neue Album. Aber es war, und da bin ich sehr stolz drauf und sehr glücklich, sehr, sehr erfolgreich. Wir sind mit allen Alben in die Top 10 gegangen und machen jetzt auch dementsprechend die Tournee. Und da freue ich mich wahnsinnig drauf. Genau, auf die Tournee kommen wir gleich noch zu sprechen. Ich muss noch mal, wenn ich mir diesen Prozess vorstelle, weil du hast ja wahrscheinlich ja nicht jedes Jahr deines Lebens da gesessen und gesagt, ich höre mir jetzt alle Modern Talking Alben noch mal vor. Das heißt,
heißt, du bist dann in das Archiv gegangen. Wie viele Situationen gab es, wo du dachtest, hui, und wie viele Situationen gab es, wo du dachtest, Die gab es des Öfteren. Es gab wirklich Songs, die habe ich mich nicht mehr erinnert. Ja. Also die habe ich seit 85 nicht mehr gehört. Verdrängt oder einfach nur vergessen? Ich glaube, ich habe sie, weil ich sie verdrängt hatte, auch im Endeffekt vergessen. Aber trotzdem, durch die neuen Produktionen kamen dann wieder Songs auf, wo ich dachte, eigentlich waren die gar nicht so schlecht. Ja. Eigentlich haben die was. Und das war für mich wieder was ganz Besonderes. Aber es gibt auch immer noch Songs dabei, wo ich sage, das ist jetzt auch gut, ich habe sie gesungen, ich will sie jetzt auch nicht Du wolltest noch mal sie singen. hinter dich bringen quasi? Ja, es gibt einen Song, der heißt Hey Little Boogaloo. Und ich verstehe nicht, was ein Boogaloo ist. Und, Ich habe gedacht, das ist so ein Kinderwagen, das ist ein Bugaboo, ne? Bugaboo. Ja, das stimmt. ja? Ja. Nein, es ist kein Kinderwagen, Ja. es ist irgendwas. Hey Little Boogaloo. Ja, und ich war so froh, als ich den endlich weggesungen Ihr seid die hatte. Mentalisten, was ist das? Was ist das? Ja. Jetzt die Frage, was hat der Herr Anders sich bei dem Titel gedacht? Das war ein Kosename für eine Person. So. Ehrlich? Ja. Das kannst du jetzt mit nach Koblenz nehmen. Siehst du, das ist ja. So, das ist jetzt. Ja. Also ich komme heute Nacht nach Hause. Ja. Und wecke meine Frau und sage, mein Little Boogaloo. Passt doch, oder? Genau. Wach auf, ich habe es. Eureka. Ja, Das ist es. Lass es Boogaloo machen. Ja. So, jetzt ist natürlich die Frage, jetzt bist du. Das ist ja unglaublich. Ja, gut, also ihr seid lange verheiratet, ist ja nur eure Sache. Dann ist dieser Prozess, ja, dann werden die Alben neu aufgenommen. Wann kam der Anruf aus Tötensinn? Ich habe gehört, da wird Geld verdient. Was kriege ich ab? Nein, das war leider komplett anders, weil wir haben wirklich so 1,5 Jahre vorher gefragt, ob er Lust hätte, bei dem Projekt dabei zu sein. Und Okay. das wurde dann im Grunde verneint. Und, Im Grunde verneint. Kannst du das präzisieren? Was bedeutet im Grunde verneint? ich glaube, hätte er gewusst, dass es so erfolgreich geworden wäre, hätte er es nicht getan. Ja, Aber okay. es ist nun mal so, er hat Nein gesagt, er wollte nicht dabei sein. Ja. Aber er verdient ja durch die GEMA mit. Also wir müssen uns keine Sorgen machen. Ja, da bin ich wirklich beruhigt, weil ich habe wirklich Verarmungsängste rund um Dieter Bohlen gehabt. Also kann ich jetzt heute schon mal beruhigt ins Bett gehen. Ihr habt ja nun, das ist ja eine individuelle Angelegenheit, empfindet ja jeder anders. Ihr habt ja euch zweimal getrennt. 1998 seid ihr wieder zusammengekommen. Ich glaube, 2003 war das Ganze korrekt. wieder vorbei. Das ist ja nun auch schon eine Weile her. Wieso habt ihr euch das zweite Mal, beim ersten Mal habe ich es noch verstanden, beim zweiten Mal hätte ich gedacht, da wart ihr ja schon ein bisschen älter. Warum habt ihr euch damals getrennt? Weil das war ja noch mal so irre erfolgreich. Ja, das funktioniert mit uns einfach nicht. Wir sind menschlich so unterschiedlich. Ja, du bist ein netter Kerl. Also ich muss jetzt da mal eine Lanze auch für Dieter brechen. Er ist ja jetzt nicht der Unmensch. Aber es gibt einfach Menschen, die nicht miteinander Ja, arbeiten können. Und Ja. das, was uns zusammengehalten hat, war der Erfolg. ja. Und man ist natürlich dann auch euphorisch und man liebt ja auch das, was man macht. Wobei ich sagen muss, wir haben es immer fantastisch verstanden im Studio. Also wenn ich eingesungen habe, wenn wir produziert haben, das war wirklich die tollste Zeit. Aber sobald es dann in die Öffentlichkeit ging Ja. und dann wurde es einfach schwierig und er hatte andere Einstellungen zu verschiedenen, was er ja haben darf, um Ja, Gottes absolut. Willen, das Ja. ist ja, ich will es ja gar nicht werten. Und am Ende ist es gut, wie es ist. Er ist in seiner Weise erfolgreich. Ich mache es für mich und ich versuche es immer so darzustellen, dass es wie ein Ehepaar, das auseinandergeht, Kinder hat. Die Kinder liebt man trotzdem, aber man muss sich nicht unbedingt etwas erzählen. Absolut. Und die Kinder, die werden ja geliebt, heiß geliebt und das völlig zu Recht, weil sie sind ja nun einfach auch wirklich, sind ja absolute Hits. Also super Hits wie Cherry Cherry Lady kriegst du halt einfach nicht kaputt. Also das, Stimmt. ja, ist Ja. halt einfach so. Ja. Ein Hit ist ein Hit. Und dann bist du auf Tour, aber du singst ja nicht ausschließlich Modern Talking Songs. Was ja, also das Övre ist ja ausreichend, wie wir gerade festgestellt haben. Ja, also der große Teil des Programms ist definitiv Modern Talking. Aber ich will die Menschen damit auf eine Zeitreise nehmen. Und das jetzt nicht irgendwo so nostalgisch sowas machen, sondern pass auf, die 80er gelten immer als das glanzvolle Jahrzehnt. Ja. Das ist immer so sorgenlos und man hatte wirklich tolle Zeiten und man war halt eben um einiges jünger. Und ich werde auf jeden Fall auch bei der Tour ein 80er-Jahre-Medley singen. Ja. So meine Titel auch von Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich zusammen
die ich getroffen habe. Ich war ja oft in Fernsehsendungen und das war ja wie so eine eingeschworene Familie. Ja, ja. Die damals die Nummer 1 hatten, so Mitte der 80er, die sah man ja überall. Und wir sahen die nicht nur in Deutschland, wir sahen die in Oslo genauso wie in Paris. Und Ja. wir sahen die in Rom und wir sahen sie in Madrid. Und man hat sich die Klinke in die Hand gegeben. Und da habe ich mir meine Songs rausgesucht und ich hoffe, dass das Publikum das genauso empfindet. Es sind wirklich die ganz großen Knaller der 80er dabei. Total. Ja, wird ja auch heiß geliebt. Ich selber verbinde mit Modern Talking natürlich in erster Linie den Musikexpress auf der Kirmes, weil da lief das halt einfach alles. Ja, ist ja so, na, klar. Ist Logo. das der, wo die Plane drüber geht? Wo die Plane drüber geht. Ja, Ja, doch. zum Knutschen. Ja, zum Knutschen, selbstverständlich. Ja, wobei ich war zu dem Zeitpunkt 8 Jahre alt. Also meine Eltern hätten mir natürlich, ja, das wäre nicht gegangen. Müssen wir wieder bei Null anfangen. Ne? Ja, ja. Kevin, also du bist geboren im Trennungsjahr von Modern Talking, im ersten Trennungsjahr von Modern Talking. Bist du mit der Musik von Modern Talking vertraut, möglicherweise sogar auf liebevolle Art und Weise? Ja, durchaus. Also ich kann auch diesen Aspekt des sich Zurückversetzens jetzt bei so einem Konzert total nachvollziehen, weil für mich ist das logischerweise nicht mit den 80ern verbunden, also nicht mit der ersten Phase von Modern Talking, sondern mit der zweiten. Ich hatte im Vorfeld noch mal geguckt, also bei mir war es so ein Best-of 98 oder Bravo-Hits 98 Sampler, wo, glaube ich, China in Your Eyes damals drauf gewesen ist. Da hatte ich mich noch dran erinnert und das ist dann schon so, wenn ich sowas heute höre, dann beamt mich das zurück und gerade die 90er sind ja musikalisch, das ist ja eh so ein Jahrzehnt, also das sorgenfreiste bis dahin und das sorgenfreiste seitdem und ein bisschen drückt die Musik das ja auch aus. Es geht jetzt ja nicht, glaube ich, trete Ihnen nicht zu nahe, wenn ich sage, es geht jetzt nicht um die weltbewegenden großen Fragen, die da verhandelt werden, außer der Liebe natürlich. Ja, das ist auch gut so, weil ich bin kein Protestsänger. Also ich meine letztendlich, Musik im Ursprung war immer gemacht, um Menschen zu unterhalten. Ja. Und es ist eine Unterhaltung. Absolut. Wenn man das schafft, ich meine, wir alle hier in der Runde, wir sind alle irgendwo im Unterhalt... Komm, der Kevin, komm. ja, der ist jetzt mit dem Unterhaltungsbusiness. Er ist auf dem Weg. Ja. Und es ist wirklich das Schwerste, Menschen zu unterhalten. Total. Also Menschen zum Lachen zu bringen und Gefühle zu erwecken. Und deshalb habe ich für jeden Respekt, der halt eben vor die Kameras geht und das versucht. Ja, hat bei dir ja auch wieder ganz gut geklappt, ne? Deswegen, Ja, ich habe es auch nicht vor zu ändern. ja, dann bleibt das so. Ja. Komm wieder. Thomas Anders, meine Damen und Herren. Dankeschön. Vielen Dank. Den wir ja auch noch gleich live hören Den werden. wir gleich noch live hören werden. Wir werden dich ja noch auf der Bühne erleben. Das wird natürlich ganz wunderbar. Es glitzert.